Hallo und herzlich willkommen zur Review von BSeed. Das ist ein Hersteller aus dem asiatischen Raum, der unter anderem etliche Produkte für die Hausautomatisierung anbietet. Wir haben uns 4 verschiedene Produkte herausgesucht und stellen sie euch in diesem Video vor. Wir starten wie immer mit einem Mini-Unboxing und schauen uns den Lieferumfang der einzelnen Produkte an. Danach werden wir uns jedes Produkt einzeln nochmal im Detail anschauen, diese dann einbauen und testen. Als erstes haben wir hier eine Steckdose mit zusätzlichen USB-Anschlüssen. Im Lieferumfang enthalten sind auch noch die Einbaublenden, die sehen wir jetzt hier, und ein Metallrahmen, um diese zu befestigen. Und zu guter Letzt noch 4 Schrauben für die Doppelsteckdose. Das nächste Produkt ist ein Schalter mit Touch-Bedienung. Hier schauen wir uns auch erstmal kurz den Lieferumfang an, was darin alles enthalten ist und mitgeliefert wird. Der Metallrahmen zum Einbauen, dann den Touchschalter selber und hier noch das Gegenstück. Auch hier sind dann nochmal 2 Befestigungsschrauben dabei und das war's. Dann haben wir hier noch einen Temperatursensor. Den könnt ihr überall hinlegen, denn dieser verfügt über Batteriebetrieb. Also ihr braucht keinen Strom, um diesen anzuschließen. Hier auch wieder ein bisschen Montagematerial und der eigentliche Sensor. Hier sind mehrere Schrauben und Dübel, sodass ihr den Sensor auch an die Wand montieren könnt. Zudem gibt es noch hier rechts zu sehen ein Klebepad, um diesen zum Beispiel irgendwo anzukleben. Zu guter Letzt zeigen wir euch noch eine Variante eines Mehrfachschalters, mit dem ihr Rollläden oder Markisen bedienen könnt. Im Lieferumfang enthalten sind einmal eine Blende, dann der Rollladen bzw. Markisenschalter mit 3 Funktionen und auch hier eine Bedienungsanleitung und Befestigungsschrauben. Soweit zum Unboxing. Kommen wir jetzt zu den Details der einzelnen Produkte, die uns alle von BSeed zur Verfügung gestellt wurden. Wenn euch eines der Produkte gefällt oder ihr etwas anderes braucht, schaut mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Shop von BSeed mit einer riesigen Auswahl verschiedener Produkte zum Thema Hausautomatisierung und natürlich noch vieles mehr. Dann werden wir uns jetzt die einzelnen Produkte etwas näher anschauen. Vorab aber noch eine wichtige Info: Die Geräte funktionieren alle mit Zigbee, außer die beiden Steckdosen. Die werden über WLAN eingebunden und verfügen leider nicht über eine Zigbee-Integration und können leider so nicht einfach über Zigbee gesteuert werden. Die anderen 3 Geräte, die wir hier haben, die lassen sich einfach über einen Zigbee-Hub steuern und dort dementsprechend auch integrieren. Falls ihr keinen Zigbee-Hub haben solltet, dann könnt ihr das auch mit einem Zigbee-USB-Stick machen. Und wie das funktioniert, das werden wir uns in einem späteren Video noch anschauen, wenn wir die ganzen Geräte hier einrichten und testen. Dann schauen wir uns jetzt die beiden Steckdosen, die wir hier haben, etwas näher an. Die kann man entweder einzeln, doppelt oder vierfach kaufen. Und diese gibt es auch in unterschiedlichen Farbvariationen, so wie hier zu sehen jetzt in weiß. Dann gibt es noch eine schwarze Variante, eine goldene und eine graue. Die Steckdose ist eine ganz normale Schokosteckdose mit 2 zusätzlichen USB-Anschlüssen. Und zu guter Letzt noch ein Taster. Den könnt ihr als Kindersicherung benutzen oder einfach als Ein- und Ausschalter. Eine kleine LED neben dem Schalter zeigt euch an, ob dieser aktiv ist oder abgeschaltet ist. Bei den beiden USB-Ports handelt es sich um einmal Typ A und einmal Typ C. Somit habt ihr beide Varianten abgedeckt, die ihr im Alltag so braucht. Passende Rahmen in verschiedenen Farben gibt es auch noch dazu. Diese könnt ihr euch direkt zu eurem Design passend mitbestellen. Die Oberseite ist aus Glas und wenn man die so leicht kippt, dann sehen wir hier den Spalt. Also die Hinterseite ist weiß und die Front ist einfach eine Glasfront. Auf der Rückseite ist ein bisschen Plastik und die Befestigungshaken, um den Rahmen einzuklicken. Auf der Rückseite der Steckdose, dort sehen wir nochmal die Anschlüsse. Wir haben hier die Möglichkeit, L, N und PE anzuschließen. Die vorhandenen Leitungen aus eurer Steckdose werden einfach mit den Schrauben hier festgeschraubt. Das ist ein kleiner Kritikpunkt von uns, denn Schraubverbindungen sind nicht mehr ganz zeitgemäß. Wir haben mittlerweile ein meines Erachtens besseres System, wo Leitungen einfach reingesteckt werden und sich da selbst halten. Die Schraubverbindungen können sich mit der Zeit lösen oder wenn sie nicht richtig angeschraubt werden, halt Wackelkontakte verursachen. Um das zu verhindern, natürlich definitiv vom Elektriker anschließen lassen, nicht selber machen. Und was uns noch aufgefallen ist, wenn wir jetzt die beiden Steckdosen verbinden möchten, dann haben wir hier jeweils leider nur eine Klemme für L, N und PE.
Das heißt, ihr müsst, wenn ihr nicht nur eine einzelne Steckdose habt, nochmal eine Verbindung zur anderen herstellen und habt somit in jeder Schraubverbindung zwei Leitungen. Und das ist gerade bei Schraubverbindungen ein ja, kleines Problem. Da solltet ihr definitiv nochmal genau nachschauen, wenn ihr zwei Leitungen da reinführt, dass diese auch wirklich beide fest sitzen. Intern verbaut ist noch ein WLAN-Chip. Das wird hier nochmal durch das WLAN-Symbol verdeutlicht und hier steht auch noch Wi-Fi drauf, damit ihr wisst, dass es sich hier um eine WLAN-Steckdose handelt, die ihr dann in euer heimisches WLAN einbinden könnt. Diese Steckdose kann aber noch ein bisschen mehr außer nur Strom zu liefern und zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zu liefern. Denn ihr könnt hier mit dieser Steckdose auch den Stromverbrauch messen und diesen dann auch in der App speichern, um so einen Verlauf zu sehen, wann ihr wie viel Strom verbraucht habt. Die Verarbeitung wirkt hochwertig und sieht jetzt nicht irgendwie nach billigem Material aus, das gleich beim Verbauen schon kaputt gehen könnte. Oder dass sich nach 10 bis 20 Mal rein und rausstecken von irgendwelchen Steckverbindungen da irgendwas lockert oder löst. Das sieht alles relativ solide aus. Zum Einbau benötigt ihr eine Wanddose, die 60 mm breit bzw. hoch ist und eine Tiefe von mindestens 45 mm hat, damit ihr genug Platz habt, um die Steckdose einzusetzen. Hier haben wir jetzt noch ein paar technische Details auf der rechten Seite für euch. Diese stammen von der Herstellerseite und hier könnt ihr alles ablesen, was zu den Spezifikationen dieser Steckdose gehört. Wichtig zu erwähnen wäre noch, dass die Sprachsteuerung über Google Home und auch über Amazons Alexa genutzt werden kann und dass die USB-Leistung maximal 20 Watt hat, um eure USB-Geräte mit Strom zu versorgen. Das entspricht einer USB-Ausgangsleistung von 5 Volt zu 3 Ampere. Als nächstes haben wir den B-Seed Touch-Schalter. Diesen gibt es auch wieder wie die Steckdosen in Mehrfachausführungen. Ihr könnt den als einzelnen Schalter benutzen oder als Zweifach-, Dreifach- oder Vierfach-Version. Zudem lässt er sich als Einfachschalter benutzen oder als Zweifachschalter, um zum Beispiel von der einen Stelle einzuschalten und von einer anderen Stelle wieder auszuschalten, wie es häufig zum Beispiel im Treppenhaus oder im Schlafzimmer verbaut wird, sodass ihr von zwei verschiedenen Positionen das eine Licht ein- oder ausschalten könnt. Auch hier gibt es wieder 4 verschiedene Farbvariationen. Da hätten wir Schwarz, Gold, Grau und Weiß. In der Mitte befindet sich ein LED-Ring, der es beleuchtet, und zwar in der Farbe Blau. Dank der Zigbee-Unterstützung könnt ihr mit dem Taster hier aber noch deutlich mehr machen, als einfach nur das Licht am Taster selber ein- und ausschalten, denn dieser Schalter kann auch über Zigbee gesteuert werden und da gibt es natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, was ihr mit diesem Schalter alles machen könnt. Das werden wir uns in einem späteren Video noch anschauen, wenn wir die B-Seed-Produkte hier einrichten. Die Abdeckung des Schalters ist wie bei den Steckdosenblenden. Frontal ist Glas und hinten ist eine, ich denke mal, schwarze Folie aufgeklebt und auf der Rückseite befinden sich die Einrastfunktionen, um die Abdeckung an dem eigentlichen Schalter zu befestigen. Dann schauen wir uns den Schalter nochmal näher an. So sieht er frontal aus. Und auf der Rückseite sehen wir die Anschlüsse. Hier haben wir die Möglichkeit, NL, L1 anzuschließen. Hier steht zwar noch L2 und L3, das wird aber sehr wahrscheinlich ein anderes Fabrikat sein. Das ist jetzt nicht genau der Schalter, denn den gibt es noch in verschiedenen Variationen. Denn wie ihr seht, haben wir hier in den Löchern keine Schrauben und keine Verbindung zur Platine. Also hier einfach ganz normal ein Schalter N, L und L1. Dann ist hier auf der Rückseite nochmal ein Hinweis, dass es sich hier um einen Smart Switch handelt, der mit Zigbee gesteuert werden kann. Was ihr damit alles so machen könnt, das werden wir uns dann aber in einem späteren Video noch anschauen. Auf der rechten Seite haben wir euch jetzt nochmal die Produktspezifizierungen angezeigt, damit ihr auch wisst, ob eure Hauselektrik mit diesen Schaltsystemen kompatibel ist und ihr die Schalter auch in eure Dosen einbauen könnt. Dann geht es weiter mit dem Rollladenschalter. Der hat hier auf der Front 3 verschiedene Tastfunktionen. Einmal zum Raus, einmal zum Rein und einmal zum Stoppen der Rollladen, beziehungsweise Markise oder was ihr sonst damit steuern möchtet. Das hier ist keine Touch-Bedienung, das sind einfach nur normale Klickschalter. Und soweit ich das sehen kann, ich weiß nicht, ob man das hier im Video sieht, sind unter den Symbolen noch kleine Löcher. Ich gehe davon aus, dass es LEDs sind. Das werden wir aber dann sehen, wenn wir den Schalter hier eingebaut haben
und das erste Mal betätigen. Auf der Rückseite wieder wie gerade die Zigbee-Unterstützung und die einzelnen Schraubklemmen, die ihr benutzen könnt. Das wäre in diesem Fall auf der linken Seite L1, L2 und auf der rechten Seite L und N. Eine Erdung gibt es hier bei diesem Schalter nicht. Die Blende für den Schalter ist auch wieder aus Glas, und zwar die Front. Dann sieht das Ganze so aus, also der mattierte Schalter und die Glasfront. Gibt es natürlich auch wieder in verschiedenen Farben und auch in verschiedenen Ausführungen. Falls ihr da was anderes benötigt, schaut einfach mal auf die Produktseite von BeSeed. Dort werdet ihr mit Sicherheit fündig. Auch hier wieder frontal die Glasplatte mit einem schwarzen hinterlegtem, ich denke mal, Aufkleber wird es sein. Und auf der Rückseite die Befestigung, um den Rahmen auf den Schalter zu klipsen. Diesen Schalter gibt es aber nicht nur als rein mechanischen Schalter, sondern auch noch in einer Touch-Variante, falls euch das besser gefällt. Dann blenden wir euch hier nochmal die Produktspezifikation ein, damit ihr auch seht, was ihr alles mit dem Schalter machen könnt und welche Anforderungen für den Einbau hier verlangt werden. Und auch hier gibt es wieder die Sprachsteuerungsfunktion von Google Home und Amazon Alexa. Wenn ihr diesen Schalter auch smart steuern möchtet, dann braucht ihr einen Zigbee-Hub oder wie wir das machen mit einem USB-Stick, der auch Zigbee empfangen kann. Zu guter Letzt haben wir noch den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor von BeSeed, der ebenfalls über Zigbee die Signale empfangen kann, die dieser Sensor halt ermittelt, und so lassen sich verschiedene Szenarien durchführen, wie zum Beispiel bei einer bestimmten Temperatur ein weiteres Gerät einzuschalten, wie zum Beispiel einen Raumlüfter oder eine Klimaanlage, oder wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Bereich erreicht, dann einen Luftentfeuchter einzuschalten. Solche Sachen sind mit diesem Temperaturfühler und Luftfeuchtigkeitssensor hier möglich. Das natürlich dann alles über Zigbee übermittelt und dort dann über irgendwelche anderen Apps, wie zum Beispiel Smart Home Apps, gesteuert. Hier auf der rechten Seite nochmal die Spezifikation des Gerätes, und dort wird auffällig, dass es halt keine direkte Stromversorgung gibt, sondern es handelt sich hierbei um ein batteriebetriebenes Gerät, was aber den großen Vorteil bringt, dass ihr das Gerät überall einsetzen könnt. Ihr könnt den Sensor einfach irgendwo hinlegen, mit dem mitgelieferten Klebeband irgendwo ankleben oder mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand befestigen. Das waren die 4 Geräte, die wir jetzt gleich einbauen werden. Vorab noch ein wichtiger Hinweis: Elektrische Arbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Wenn ihr das nicht seid, dann lasst bitte die Finger von der Elektrik, denn das kann lebensgefährlich sein. Also holt euch bitte einen Elektriker, der euch die Geräte hier anschließt. Wir werden zwar im Video zeigen, wie es funktioniert, aber wir haben das von Fachpersonal einbauen lassen und wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ihr das bitte nicht machen sollt, wenn ihr kein Fachpersonal seid. Um die Funktion erstmal zu testen, bauen wir erstmal alles nur provisorisch ein. Und dann, wenn alles funktioniert, dann werden wir die Sachen vernünftig einbauen. Also nicht wundern, wenn hier so die ein oder anderen Sachen noch lose sind. Das ist beabsichtigt und wird danach noch, wenn alles funktioniert, von uns natürlich richtig eingebaut. Hier sehen wir jetzt die Montage des Touch-Schalters. Hier sehen wir, wie das bei uns ist. Das muss jetzt nicht zwangsläufig bei euch genauso aussehen. Deshalb schaut bitte, dass ihr einen Elektriker habt, der euch das vernünftig einbauen kann, damit da nicht irgendwelche Fehler passieren und ihr im schlimmsten Falle da einen Kurzschluss verursacht und vielleicht eventuell euch was passiert. Deswegen immer mit einem Elektriker das machen und nicht selber dran rumfummeln. So, dann klippen wir das hier mal provisorisch ein. Jetzt noch die Blende oben drauf. Dann den Strom eingeschaltet und der erste Test, alles funktioniert. Ein- und ausschalten geht, LED funktioniert. Dann machen wir jetzt weiter mit der Steckdose. Hier die alte Steckdose einmal natürlich vorher spannungsfrei messen. Dann demontieren. Die Blende mal provisorisch da reinbauen. Hier ist uns übrigens noch aufgefallen, dass die Schrauben
nicht lang genug sind für unsere Dosen. Muss natürlich bei euch nicht so sein. Wenn ihr andere Dosen in der Wand verbaut habt, da müsst ihr halt mal schauen, eventuell nochmal zum Baumarkt und etwas längere Schrauben besorgen, damit das passt. Wir mussten auch noch ein bisschen Putz von den Dosen wegnehmen, denn da waren so einige Löcher zugeputzt. Da müsst ihr halt auch noch schauen, dass das bei euch nicht der Fall ist. So, alles eingeklipst und dann schalten wir mal den Strom ein. Und die Steckdosen leuchten, beziehungsweise die LED leuchtet. Ein- und Ausschalten funktioniert, alles soweit gut. Ja, das war's zu diesem Video. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.